Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ihr seht, ich sitze oben, das heißt im Klartext, es gibt kein Tabak-Review, sondern ich zeige euch heute eine Pfeife. Zeigen möchte ich euch heute eine Pfeife, die ich mir schon vor vielen, vielen Jahren gekauft hatte. Und der Pfeifenmacher war damals noch relativ unbekannt. Heute zählt er zu den preiswerten Größen auf dem europäischen Markt. Und zwar geht es konkret um folgende Pfeife hier. Hier ist das Schmuckstück nochmal. Es ist ja, wie ihr sehen könnt, von Oldrich Jirsa, das Modell 2011 Rustic 05, also 2011 entstanden und auch 2011 ja gekauft worden, damals im Sommer. Eine schöne, kleine, rustizierte Pfeife. Die Oberfläche halt durch die Rustizierung fühlt sich einfach nur klasse an. Ich bin ja einer, der Pfeifen gerne in die Hand nimmt, immer gern was hier zum Spielen hat, für die Fingerkuppen. Und da bieten sich rustizierte Pfeifen einfach an. Ich mag halt diese Verarbeitung, diese schnieken, glatten Pfeifen gefallen mir zwar gelegentlich auch sehr gut, aber ich bin vor allem ein Liebhaber von rustizierten Pfeifen. Und schaut euch doch die Rustizierung hier nochmal an. Was da für eine Arbeit drin steckt. Dann hier kleine Acryl-Applikation, gefolgt von einem Acryl-Mundstück, seinem Logo. Hier unten steht dann auch nochmal kurz der Name. Ich glaube, so rum muss es sein. Ne, so rum. Hier ist dann nochmal der Name Jirsa drin. Mehr steht halt auch nicht drauf. Ich weiß halt noch vom Kauf damals, es war eben die Jirsa 2011 Rustic 05. Füllvolumen. Mittelfinger passt bis zum ersten Glied, also bis zum ersten Gelenk ran. Also das erste Glied passt rein. Ist also ein mittleres Füllvolumen. Das heißt für mich bei Standard Mixtures, Rauchvergnügen, eine Stunde, ein bisschen über eine Stunde und somit aus meiner Sicht eine absolut super Pfeife. Das Mundstück, schöner Sattel, schön flach gearbeitet. Hier könnt ihr es auch sehr gut sehen. Der Biss, das habt ihr auch bei den Detailaufnahmen, ist entsprechend gut aufgefächert. Man kann die Pfeife bequem zwischen den Zähnen fixieren, in welcher Form auch immer. Meine Welt ist es halt nicht. Aber für die Cleanscher unter euch, die Pfeife wiegt nicht viel, lässt sich gut halten, wunderbar. Ja, Oldrich Jirsa war damals noch relativ unbekannt, hat halt die ersten Jirsa-Pfeifen über Darmpipe damals vertrieben. Inzwischen halt hat er sich zu einem großen Pfeifenmacher bei Darmpipe hier entwickelt, fertigt dort auch die Torben Dance Pfeifen, beziehungsweise hat sie für Darmpipe gefertigt. Darmpipe hat ja leider zum 31. Juli 2023 endgültig zugemacht. Nichtsdestotrotz aber, die Pfeife habe ich. Und Pfeifen von Oldrich Jirsa gibt es ja auch nach wie vor. Wenn man auf die Darmpipe-Seite geht, wird man halt zu Zigarre 24 weitergeleitet oder man kauft sie dort direkt. Jedenfalls dieses schöne Stück hier, wunderbar gearbeitet, griffig, raucht sich sehr gut. Ich rauche hier alle möglichen Mixtures draus.
mache mir da keinen großen Kopf. Also dänische Mixtures in allererster Linie. Für naturnahe Tabak habe ich andere Pfeifen abgestellt und hier rauche ich eben alles, worauf ich Lust und Laune habe. Deswegen Irsa 2011 Rustic 05. Eine schöne Pfeife für verhältnismäßig wenig Geld. Ich weiß nicht mehr, was ich damals gezahlt habe, aber ich gehe mal davon aus, es wird preislich so um die 60, 70 Euro gewesen sein, vielleicht sogar ein bisschen weniger, ich weiß es nicht mehr. Das ist 12 Jahre her. Ich müsste mal gucken, ob ich dazu noch irgendwelche Unterlagen habe. Denn diese Pfeife hier hatte ich damals im Laden bei Darmpipe direkt gekauft. Ich weiß nicht, ob ich den Kassenzettel noch habe, aber sie war halt eine von, ich glaube, 5 Pfeifen, die ich schon am Tag gekauft hatte und war eine der preiswertesten natürlich. Und von daher, gerade wieder an die Einsteiger unter euch, gute Pfeifen müssen nicht teuer sein. Irsa-Pfeifen kriegt man im Regelfall für unter 100 Euro. Man bekommt richtig gute Pfeifen für verhältnismäßig wenig Geld. Im Gegensatz zu seinen ersten Pfeifen, ich habe noch eine andere von, ich glaube 2005, im Gegensatz zu den anderen Pfeifen, die er früher gemacht hat, nutzt er mittlerweile Acryl für die Mundstücke, ist entsprechend pflegeleicht. Ich habe noch eine alte Irsa Eurodischen, die werde ich irgendwann mal wieder komplett aufbereiten und dann auch vorstellen. Die hat halt leider Gottes kein Acryl, sondern ein Ebonit-Mundstück, das entsprechend vergilbt ist inzwischen. Und ich muss die Gerätschaften erstmal wieder zusammenkratzen, anschließen, aufbauen und dann mal richtig mit schwerem Geschütz zu Leibe rücken. Bei den neueren, die es heute gibt, da nutzt der Acryl, da könnt ihr nichts verkehrt machen. Gute Pfeifen für wenig Geld. Und im Grunde genommen war es das damit halt auch schon soweit von mir für heute zur Vorstellung der Irsa 2011 Rustic 05. Schönes, kleines Apple-Shape und zwar straight. Die meisten Apple-Pfeifen sind ja gebogene Quarterbands, Fullbands. Hier haben wir eine straight. Trotzdem gut im Mund. Lässt sich hervorragend rauchen. Und jetzt geht es natürlich an euch. Da unten Kommentarfunktion. Ich bin wie immer auf euer Feedback gespannt. Zum einen natürlich, wie gefällt euch das Video? Diesmal ja kurz und knapp und knackig. Wie gefällt euch die Pfeife? Habt ihr vielleicht auch die Irsa 2011 Rustic 05 oder welche Unternummer auch immer? Habt ihr so ein Modell oder habt ihr generell Irsa-Pfeifen? Wie steht ihr zu den Pfeifen von Oldrich Irsa? Seid ihr auch davon begeistert wie ich? Habt ihr vielleicht Torben Dars Pfeifen, die auch von ihm gefertigt werden? Lasst uns in gewohnter Weise einfach ein wenig darüber austauschen. Ihr wisst ja, ich bin über jeden Kommentar gespannt, freue mich auch über jeden Einzelnen, beantworte auch jeden Einzelnen. Dann können wir so ein bisschen in Dialog treten und ja, ich bin neugierig. Von daher, das war es dann jetzt soweit für heute, habe ich ja schon gesagt. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen, mit euren Tabaken. Bleibt gesund. Wir hören und sehen uns auf jeden Fall wieder hier auf meinem Kanal zu dem einen oder anderen Review. Happy Puffing, macht's gut und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.